Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir wieder ein paar Zuschauerbiere, die mir zugeschickt wurden. Vielen herzlichen Dank an Achim, der mir 3 Biere zugesandt hat. Und das erleichtert mir wirklich meine Arbeit, weil ich immer weniger zum Brauen komme. Das letzte, was ich gebraut hatte, war jetzt ein Clone von Guinness Porter. Da kommt vielleicht im nächsten Video raus, aber soweit bin ich noch nicht. Ja, und dann gucken wir mal, was für 3 tolle Biere mir hier zugesandt wurden. Ich habe die gerade eben schon eingeschenkt. Ihr habt das vielleicht in der Thumbnail gesehen. Dass ihr ungefähr wisst, was hier auf euch zukommt. Wir haben hier einmal ein Make Cream Ale Great Again. Das ist ein Rezept von David Chevy aus den Hobbybrauerkreisen gut bekannt. Dann haben wir hier ein Smash Pale Ale, also ein Hallertau Blanc Ale. Das ist der deutsche Hopfen aus der Hallertau, der nach, ich glaube, weißen Trauben und Wein schmecken soll. Und dann haben wir seine Version von Brexit Porter. Das ist von mir, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das guckt, wahrscheinlich das letzte Bier, was ich gebraut habe. Genau, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es schmeckte. Cream Ale habe ich schon lange nicht mehr getrunken, da werde ich jetzt mal schauen, wie mir das schmeckt. Und bei dem Hallertau Blanc bin ich sehr gespannt, denn bei der letzten Zuschauerverkostung vom Nick, der hatte ja ein Stout mit Hallertau Blanc und da war das sehr, sehr grasig. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das hier jetzt rüberkommt. Fangen wir an mit dem Cream Ale. Das ist ziemlich klar, dafür, dass da ja, ich nehme an, Mais drin ist. Ich werde das Rezept wieder einblenden. Ich habe natürlich mich sehr gut vorbereitet und erinnere mich noch ganz dunkel, was er mir mal geschrieben hat. Also ich würde jetzt Mais vermuten, vielleicht ist auch Reis drin. Ja, riecht ein bisschen nach dieser leichten Süße, die man bekommt, wenn Mais in der Maische war. Ja, sehr schön. Ein bisschen getreidig. Leichte Fruchtigkeit. Er hat geschrieben, es ist Perle drin, allerdings wahrscheinlich nicht groß aromatisch, wobei, ja, doch, kann ich mir schon vorstellen, ist schon ein ordentlicher Aroma drin. Ja, Perle ist so ähnlich wie Skin Cold, den habe ich ja mal erwähnt. Bin ich sehr überrascht, dass es einige englische Brauereien gibt, die das auch verwenden. Sind da sehr begeistert von Perle, wie sie das aussprechen. Und ja, dann probieren wir mal. Lecker, süffig. Auf jeden Fall maishaltiges Bier. Man merkt, dass es diese Süße, sage ich immer, da reinbringt. Ist auch sehr hell, also das spricht auch für Mais. Mais hat ja weniger Farbe als Gerstenprodukte, deswegen macht das ein Bier heller. Wie gesagt, ich finde es überraschend klar. Also ich habe auch schon Cream Ales gesehen, die eher trübe waren, weil irgendwelche Eiweiße noch drin waren. Aber früher wurde ja auch in Großbritannien sehr viel Mais und Reis eingesetzt, vor allem Mais, um Bier klar zu bekommen, als man noch nicht Eiweißrasten kannte. Es ist schön schlank, sehr angenehm. Ich glaube, es stand 5% drauf, genau 12 Grad Plato. Das ist ja eigentlich so ein klassisches Bier, wie man es in Deutschland typischerweise trinkt. Das Aroma ist wirklich herrlich. Mischung aus kernig und fruchtig und dann im Geschmack sehr sanft, sehr smooth, auch kaum bittere, sehr angenehm, wirklich leichtes Sommerbier, was man so weghauen kann. Ne? Man sagt ja auch Rasenmäherbier, weil man es während des Rasenmähens trinkt, also zumindest in Amerika. Lawnmower Ale. Jo, ich würde direkt mit dem nächsten anfangen, weil ich das auch extra so sortiert habe, dass das erste so ganz dezent und zarte Aromen sind und jetzt beim nächsten bin ich dann bei etwas kräftigerem, hoffe ich. Mal gucken. Oh ja. Und zwar sowas von exakt nach weißen Trauben. Ja, also die kernlosen weißen Trauben, die richtig großen, die riechen exakt so. Finde ich sehr beeindruckend. Jetzt, wo ich mich daran gewöhne, kommt so eine leichte zitronige Note noch dazu. Ganz klein bisschen Zitrus, was ja auch typisch ist, weil heutzutage die Hopfen alle eher auf Zitrus getrimmt sind, dass sowas da mit dabei ist. Das ist, glaube ich, kaum auszuschließen. Und das ergibt insgesamt so eine richtig schöne, fruchtige Mischung. Gefällt mir sehr gut. Malz rieche ich nicht. Aber der Hopfen ist wirklich intensiv, also da bleibt nicht viel übrig. Oh ja, schon eine deutliche bittere, typisch Pale Ale würde ich sagen. Ja, so 30 IBU, vielleicht ein bisschen mehr. 2-3 IBU mehr. Sehr schön. Sehr voll, also ich würde mich wundern, wenn es was anderes als Pale Ale Malz wäre. Ein sehr angenehmer Geschmack, keksig, gefällt mir sehr gut. Die Früchte sind jetzt tatsächlich ein bisschen dezenter, der Geruch war sehr, sehr intensiv. Auch so traubenartig und da sind noch so, ich glaube Kiwi merke ich, irgendwie so Früchte, die ich jetzt nicht erwarten würde, die aber auf jeden Fall auch sehr deutlich sind. Ja, ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen. Es sind sehr viele Früchte auf einmal. Erinnert mich an so einen hellen Fruchtsalat.
Ne, so mit Kiwi, Traube, vielleicht ein bisschen Mango, irgendwie sowas dabei. Ist schon echt komplex. Finde ich sehr beeindruckend. Sehr lecker. Ich glaube, das ist nicht gestopft, weil er das Wort gestopft hier auf seine Liste durchgestrichen hat. Er hat nur gesagt Hallertau. Nee, als Bitterung Herkules und Perle und dann Hallertau Blanc fürs Aroma. Später Hopfengabe oder Whirlpool, ihr werdet es in der Liste gesehen haben. Sehr schön. Sehr angenehm. Ich bin sonst nicht so ein Fan von so bitterfruchtigen Bieren, wenn die zu extrem sind. Also IPA ist eher nicht was für mich. Das finde ich ist noch genau an der Grenze. Ist zwar sehr hopfig, also auch deutlich hopfiger als englische Biere, die ich ja sonst sehr gerne mag. Aber es ist schon saulecker, einfach weil die Früchte, die reinkommen, was anderes sind als diese hunderte Version von Zitrone, die man oft so gerne bekommt. So, Brexit Porter. Deutlich dunkler, richtig schön braun, wie sich das gehört. Ein bisschen stärker vielleicht auch. Das hier war jetzt bei 13 Grad Plato und 5,4% Alkohol. Und das ist bei 13 Grad Plato und 5,4% Alkohol. Ah ja, East Golding natürlich als Aromahopfen. Das hatte ich ja bei meinem Rezept auch so dargestellt. Röstig, schokoladige Note. Ganz leichte Akzente von Kaffee, aber immer noch sehr dezent. Bei meinem eigenen hatte ich ja auch festgestellt, dass das Kaffeeige sehr gering ist. Also hier sind Brown Mode und Chocolate Mode drin, die beide halt nicht so stark geröstet sind und das kommt dem Bier sehr zugute. Oh ja, komplexe Note. Süßer als bei mir. Ich glaube ich hatte ja festgestellt, dass ich in der Handpump mit den sterilen Taschen von dem Bag-in-Box einen etwas höheren Restextrakt hatte als bei den anderen Methoden, die ich benutze, Flasche und diese Mini-Fässer, weil ich wahrscheinlich doch die Hefen, die ich benutze, weiter verschleppe, obwohl ich die jetzt mit Spülmaschinenpulver gereinigt hatte. Und ich muss dann als Fazit nehmen, dass, wenn ein Bier wie das hier jetzt süßer schmeckt, weil es einfach voller ist, ich weiß jetzt nicht, ob er auch die N36 hatte, wie ich, das hat er mir wahrscheinlich schon mal gesagt. Fliegt mir gerade. Vielleicht war es auch die S04. Sehr ähnlicher Vergärgrad, würde ich sagen. Aber das Bier ist wirklich mit einer karamelligen Restsüße am Ende, die auch sehr gut dazu passt. Und es ist auch der Karamellgeschmack sehr deutlich. Es war ja das Warmester 150 drin, was 170 EBC hat. Und das ist einfach ein sehr intensives Crystal Malt, was aber bei meinem Bier aus der Flasche vor allem nicht so richtig deutlich war. Herrlich. Es erinnert mich zurück, als ich das aus der Handpump gezogen habe, natürlich ja noch mit diesem dicken Guinness-Schaum, den das bekommt, wenn man das durch den Spargler zieht. Boah, war das lecker. Genau. Sehr, sehr gut. Ich finde es einen Tick besser als meins aus der Flasche, weil meins halt ein bisschen übervergoren war. Super gemacht. Also Achim, Hut ab. Ich habe keine Fehler gefunden. Ich würde nicht sagen, dass da irgendwas zu verbessern wäre. Ich finde es richtig gut. Das Brexit Porter, perfektes englisches Bier, auf jeden Fall. Die anderen beiden natürlich nicht jetzt so extrem englisch, aber warum nicht? Ne? Das sind sehr leckere Biere. Das Creamy schön leicht. Das Hallertau Blanc wirklich sehr intensiv aromatisch. Auch keine Grasigkeit. Also das ist ein ganz anderes Bier als das, was Nick da hatte. Ich weiß nicht genau, warum es bei ihm dann nicht so gut geklappt hat. Super. Dann würde ich das Video auch hier schon beenden. Das Bier nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht, wenn was gebraut wird. Ich glaube aber, das nächste Video ist eine Kaufbierverkostung. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.